Spätestens nach der diesjährigen Nacktausgabe von GNTM ist klar, dass Jasmin, 18, es im Leben nicht immer leicht hatte. Auch wegen ihrer dunklen Vergangenheit fiel es Heidi Klum, 45, sichtlich schwer, das Mädchen nach dem Prügelskandal in der letzten Folge gehen zu lassen. Alles, was wir über Joys Vergangenheit wissen, schon in den ersten Folgen der Sendung machte sich Jasmin, auch genannt Joy, weder bei ihren Mitstreiterinnen noch bei dem TV-Publikum besonders beliebt. Sie schien nicht in der Lage, sich zu konzentrieren, erbrachte dauernd schlechte Leistungen und wirkte gelangweilt, und trotzdem ließ Heidi Klum sie Woche für Woche eine Runde weiter. Schreibt ein User. Und auch die anderen Kandidatinnen sind genervt, haben ständig Zoff mit Jasmin. Die 18-Jährige bleibt lieber für sich, hat keine Bezugsperson unter den Mädels. Kommentiert sie die Anfeindungen von Theresia und Co. Doch lässt Jasmin die Situation wirklich so kalt, wie sie behauptet. Trotz ihrer Unprofessionalität bei den Fotoshootings und Catwalks befördert Modelmama Heidi Klum Jasmin immer wieder in die nächste Runde. Rechtfertigt sie ihre Entscheidung, fordert die 18-Jährige wiederholt auf, endlich aus sich herauszukommen. Schnell wird jedoch klar, dass das nicht der einzige Grund ist, aus dem Heidi Jasmin bevorzugt. Als es für die Mädels endlich nach Los Angeles geht, kommt Jasmin nach und verpasst die erste Entscheidung. Ungerecht, finden die anderen Kandidatinnen und zwingen Jasmin, in der Modelvilla auf der Couch zu schlafen. Auf die Frage, was denn zu Hause so wichtig gewesen wäre, dass sie eine ganze Woche der Show einfach versäumt, sagt sie nur, mehr will Jasmin nicht über ihr Privatleben bekannt geben, das Ganze sei ihre Sache. Auffällig ist jedoch, dass Heidi sie immer wieder beiseite nimmt, sich nach ihrer Situation erkundigt und ihr mitfühlende Blicke schenkt. Die Vierfachmama macht sich offenbar große Sorgen um Jasmin. So interessiert am Wohlbefinden einer Kandidatin hatte sie sich selten gezeigt. Die Zuschauer bekommen schnell den Eindruck, dass Heidi dem Mädchen aus ihrer Lebenssituation in Deutschland her aushelfen will. In der gestrigen Ausgabe von GNTM sehen wir das erste Mal, wie Jasmins harte Fassade bröckelt. Schon beim Gedanken an das Nacktshooting kommen ihr die Tränen. Sie wirkt verletzlich, sagt sie. Du siehst, jeder guckt dich an und dann noch hübsche Mädels mit wunderschönen Körpern, dann kannst du davon auch eingeschüchtert werden. Die sonst so tät Frankfurterin wirkt zum ersten Mal verunsichert. Sie scheint sich für ihren Körper zu schämen. Den Bademantel will sie gar nicht ausziehen, als sie an der Reihe ist. Könnte dieses Verhalten ein Hinweis darauf sein, was sie vor GNTM Schlimmes erlebt hat? Bei der Entscheidung eskalierte die Situation dann. Jasmin und die 17-jährige Lena konnten Heidi Klum und Gastjuror Renkin nicht überzeugen und wackelten. Jasmin, die sich schon beim Nacktshooting sehr emotional gezeigt hat, wirkte auch nach ihrem Volt wieder sehr zerbrechlich. Nach der Kritik des Fotografen begann sie, gleichzeitig zu lachen und zu weinen, schien ihre Gefühle nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Copyright-Warnzeichen Pro7, so Heidi. Hinter den Kulissen flogen währenddessen die Fetzen.
fragte Lena, als Jasmin ohne Foto zu den anderen zurückkehrte. Diese rastet daraufhin völlig aus. Die beiden schreien sich gegenseitig an, bis Jasmin schließlich auf das andere Mädchen losgeht, sie schlägt und ihr die Extensions herausreißt. Jasmin hat uns schon Ausschnitte über ihr Leben gegeben, wagt sich Kandidatin Melissa an einen Erklärungsversuch, und für uns war das schockierend. Und es hat für mich auch gezeigt, sie ist ein gutes Mädchen. Aber dort, wo sie herkommt und die Dinge, die passiert sind, da wundert es einen nicht, wenn 5 Minuten am Tag mal Rambazamba vielleicht ist. Nach der Auseinandersetzung ist sich auch Melissa unsicher, was Joys Verhalten betrifft. Dann bin ich natürlich auch kein Ansprechpartner mehr oder keine Stütze mehr, aber ich sehe irgendwo immer ein Fünkchen was Gutes. Und sie ist von der Person her eigentlich was Gutes. Man weiß nicht, wo sie herkommt, man weiß nicht, warum sie ab und zu so crazy ist. Heidi wurde sofort in den Backstagebereich gerufen, um die Situation zu entschärfen. Nach einer kurzen Umarmung für Lena suchte sie das Gespräch mit Jasmin. Erklärte sie und man merkte, wie schwer es ihr fiel, die 18-Jährige wegzuschicken. Copyright-Warnzeichen Pro7. Jasmin habe die Chance, ihre Vergangenheit endlich hinter sich zu lassen und etwas aus sich zu machen, nicht genutzt. Heidi gab auch zu, Jasmin weitergelassen zu haben, weil sie ihr helfen wollte. Es gibt Regeln in einer Gesellschaft. Man kann sich mit Worten schlagen, aber man kann sich nicht mit Händen schlagen. Das darf man nicht machen, gibt sie ihr noch mit auf den Weg. Jasmin musste nach der Folge sofort zurück nach Hause. Berichtet Kandidatin Theresia gegenüber Bunte. Bleibt zu hoffen, dass die 18-Jährige nun allein die Kurve kriegt und die Kraft findet, ihr Leben zum Besseren zu ändern.